Willkommen auf der Raumstation Sci-Fi Filmnerds. In den 9 langen Jahren mit Hunderten von Episoden der langlaufenden Serie The Flash hat das Serienuniversum von CW das größte und monumentalste Treffen von Speedhelden in der Geschichte der Superheldenfilme geschaffen. Mittlerweile ist der Titel The Flash oder die Speedster, die das Geschenk der Speedforce in sich tragen, kein Privileg einer einzelnen Person mehr. Von stolzen Helden, die parallele Erden beschützen, über rebellische Nachkommen aus der Zukunft bis hin zu korrupten Schurken, die sich selbst zum Gott der Geschwindigkeit ernannt haben. Sie alle sind miteinander verschmolzen und haben ein unglaublich chaotisches, spannendes Multiversum-Netzwerk erschaffen. Habt ihr euch jemals gefragt, wenn wir alle 10 Versionen von Flash und die berüchtigtsten Speed-Schurken, die jemals in dieser Serie aufgetaucht sind, auf eine Rennstrecke auf Leben und Tod schicken würden, wer würde dann als erster die Ziellinie überqueren und den Thron des Königs der Geschwindigkeit besteigen? Und wer müsste ganz hinten bittere Enttäuschung erleben? Ohne langes Herumreden und ohne komplizierte theoretische Erklärungen gehen wir heute direkt in eine vollständige Zusammenfassung und ein Power-Ranking von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe der Top 10 Flash-Versionen und Speedmächte, die je die Leinwand erobert haben. Schnallt euch an, ladet die Energie eurer Reaktoren auf und macht euch bereit für ein atemberaubendes Rennen, das jetzt die Zeit zerreißt. Den Auftakt der Liste auf Platz 10 macht die Barry Allen-Version von Erde 2. Was seine Herkunft betrifft, so ist dieser Kerl in einer völlig anderen Realität als der Hauptzeitlinie geboren und aufgewachsen, in der er in jener schicksalhaften Nacht nicht vom schicksalhaften Blitz getroffen wurde. Statt ein die Welt rettender Superheld zu sein, ist er nur ein ganz normaler, tollpatschiger, nerdiger Forensiker, der ein überaus friedliches Eheleben führt, aber an dem klassischen Syndrom leidet: ziemliche Angst vor seiner Ehefrau, der Polizeichefin Iris West, zu haben. Die Geschwindigkeit dieses Typen ist absolut gleich 0, da er keinerlei Verbindung zur Speedforce hat. Seine größte Waffe ist lediglich der scharfe Verstand eines hochqualifizierten Wissenschaftlers. Die Rolle von Barry von Erde 2 dient hauptsächlich dazu, den Zuschauern leichte, unterhaltsame Lacher zu bescheren, aber die größte Leistung, die diesen Charakter ausmacht, ist der außergewöhnliche Mut eines Sterblichen. Angesichts der brutalen Dunkelheit des Schurken Zoom läuft dieser Nerd nicht feige davon, sondern ist bereit, sich in die Gefahr zu stürzen und mit dem Team Flash von Erde 1 zusammenzuarbeiten, um eine Rettungsaktion durchzuführen und die tyrannische Herrschaft zu stürzen. Damit beweist er, dass ein Held nicht durch seine Fähigkeiten definiert wird, sondern durch die Entscheidung seines Herzens. Als nächstes auf Platz 9 folgt Jessie Quick, alias Jessie Wells von Erde 2. Was ihren Ursprung betrifft, so ist sie ein Genie mit einem überragenden IQ und die geliebte Tochter des brillanten Geistes Dr. Harrison Wells. Jesses Supergeschwindigkeit wurde zufällig erweckt, nachdem sie von der zweiten Welle dunkler Materie getroffen wurde, die in den STA Labs auf Erde 2 freigesetzt wurde, als Barry Allen versuchte, seine Kräfte wiederzuerlangen. Wenn sie sich bewegt, erzeugt Jessie eine Spur aus reinem gelbem Blitzlicht mit beachtlicher roher Geschwindigkeit und Quantenreflexen. Jesses denkwürdigste Heldentat ist, dass sie eigenhändig ein Heldenteam gründete, um ihre Heimat Erde 2 in der Abwesenheit des Flash zu beschützen, während sie gleichzeitig direkt gegen berüchtigte Superschurken wie Magenta antrat oder sogar einem Großangriff des riesigen Affen Grodd standhielt. Ihre Rolle in der Serie ist die einer angehenden Speedsterin, die eine enthusiastische, potenziell hochbegabte, aber in Kampfsituationen noch unerfahrene junge Generation repräsentiert. Sie fungiert als Begleiterin, die stets den Schutz und die Anleitung ihres Mentors Barry Allen benötigt,
um nicht in den Fallstricken der Geschwindigkeit unterzugehen. Den 8. Platz belegt das Geschwisterpaar Nora West Allen mit dem Spitznamen XS und Bart Allen mit dem Spitznamen Impulse. Was ihre Herkunft betrifft, so sind sie die beiden Kinder aus der Zukunft des Jahres 2049 von Barry und Iris, die bereits mit reinem Superheldenblut im Leib geboren wurden. Die Kraft der beiden Geschwister ist dank der genetischen Vererbung der nächsten Generation äußerst besonders, was sich in den miteinander verflochtenen, gelb-violetten Blitzstreifen von Nora und den gelb-weißen von Bart zeigt, die es ihnen ermöglichen, in Sekundenbruchteilen Höchstgeschwindigkeit und Superreflexe zu erreichen. Noras größte Tat war es, sich gemeinsam mit ihrem Vater in ein riskantes Spiel um Leben und Tod zu stürzen, um den Satelliten mit Cikadas dunkler Materie zu zerstören und die ganze Stadt zu retten. Während Bart derjenige war, der den Bösewicht Godspeed in der zukünftigen Zeitlinie mit völlig improvisierten Schlägen besiegte. Die Rolle dieses perfekten Duos in der Serie ist die von großen Überraschungsfaktoren aus der Zukunft. Obwohl ihr impulsiver, unreifer jugendlicher Charakter manchmal die Zeitlinien durcheinander bringt und unzählige Paradoxien schafft, sind sie das unbezahlbare emotionale Puzzleteil, das Barry Allen hilft zu lernen, ein Vater zu sein, die Last des Vorgängers zu verstehen und das Erbe des Speedster-Clans zu schützen. Auf Platz 7 liegt Wally West, auch bekannt als Kid Flash von Erde 1. Wallys Ursprung ist eng mit seinem brennenden Verlangen nach Geschwindigkeit verbunden, um sich selbst zu beweisen, dass er seinem Schwager in nichts nachsteht. Dies führte dazu, dass er manipuliert wurde und seine Kräfte durch die Flashpoint-Zeitlinie aus dem antiken Kokon des Tyrannen Savita erweckte. Die Macht von Wally West stieg rasant an. Er besaß hell leuchtende gelbe Blitze und hatte in der Anfangsphase eine noch schnellere Beschleunigung als Barry Allen im gleichen Zeitraum. Zu den glorreichen Taten von Kid Flash gehört, dass er die Verantwortung für den Schutz von Central City im Alleingang übernahm, als Barry im Gefängnis der Speed Force gefangen war und später unzählige glorreiche Erfolge erzielte, als er sich den Legends of Tomorrow anschloss, um kosmische Zeitabweichungen zu korrigieren. Wallys Rolle entwickelte sich von einem impulsiven Kind zu einem unkonventionell denkenden Speedster, der nach Tibet reiste, um spirituelle Meditation zu lernen, um sich mit der Speed Force zu verbinden. Dies half ihm, die kinetische Energie auf hohem Niveau zu kontrollieren und machte ihn zu einem unabhängigen Verbündeten sowie zu einer verlässlichen Stütze für das Team Flash. Und auf Platz 6, der höchsten Position innerhalb der Gruppe der Verbündeten, steht Jay Garrick, der Flash von Erde 3. Was seine Herkunft betrifft, so ist er ein erfahrener Speedster-Veteran und das parallele Gegenstück zu Henry Allen, Barrys verstorbenem Vater, der einst vom Schurken Zoom gefangen genommen, gefoltert und für lange Zeit seines Namens beraubt wurde. Die Kraft von Jay Garrick ist von origineller Symbolkraft, geprägt von einem tiefgelben Blitz, einem klassischen Laufstil mit tiefem Schwerpunkt und der einzigartigen Fähigkeit, seinen historischen Helm zu werfen, um eine Schockwelle zu erzeugen, die jede Verteidigung durchbricht. Zu Jay Garricks Errungenschaften gehört es, das Multiversum über Jahrzehnte hinweg im Stillen beschützt zu haben, wobei er mehrfach in die Zeitlinie eingriff, um Barry Allen vor den tödlichen Fehlern des Flashpoint-Paradoxons zu bewahren, was darin gipfelte, dass er sich selbst opferte, um Barrys im Speedforce-Gefängnis einzunehmen. Die Rolle dieses erfahrenen Mentors in der Serie ist die eines großen Lehrers, eines Leuchtfeuers der Ideale und eines höchsten spirituellen Vaters, der stets einen kühlen Kopf und seine hart erkämpfte Erfahrung nutzt, um die nachfolgende Generation auf den richtigen Pfad der Gerechtigkeit zu lenken. Machen Sie sich jetzt bereit,
in die Gruppe der 5 mächtigsten Entitäten auf dieser Liste einzutreten, in der wir die Legenden und Speed-Bösewichte mit absolut überwältigender Macht ausgraben werden, die die Speed Force in die brutalste Waffe verwandelt haben, um das Schicksal des gesamten Arrowverse-Multiversums zu bestimmen. Auf Platz 5 liegt Hunter Solomon, der böse Speedgott mit dem Spitznamen Zoom von der Erde 2. Was seine Herkunft betrifft, war er ursprünglich ein psychopathischer Serienmörder, der seit seiner Kindheit an Schizophrenie litt, nachdem er mit ansehen musste, wie sein eigener Vater seine Mutter ermordete. Er erlangte seine Supergeschwindigkeit versehentlich durch die Explosion des Teilchenbeschleunigers, während er auf dem elektrischen Stuhl einer düsteren psychiatrischen Anstalt saß. Zooms Kräfte sind unglaublich magisch, dunkel und furchterregend. Er bewegt sich mit einer neongrünen Blitzspur, einer unheimlichen Farbe, die aus den Folgen des Missbrauchs des chemischen Beschleunigungsserums Velocity 9 resultiert. Seine Leistung, in der 2. Staffel extremen Terror zu verbreiten, war eine Reihe von lebendigen Albträumen. Er nahm im Alleingang die Legende Jay Garrick gefangen, brach Barry Allen das Kreuz so leicht wie einen trockenen Ast und schleifte ihn dann lässig durch Central City, um ihn öffentlich vorzuführen und die Hoffnung der Menschen zu zerstören. Er war ein rasendes Monster auf der Jagd, das die Geschwindigkeit aller anderen Speedster im gesamten Multiversum aussaugte, um seine eigene Macht zu steigern. Dies gipfelte in der Erschaffung einer Maschine, die in der Lage war, das gesamte Multiversum zu vernichten und nur eine einzige Erde übrig zu lassen, die er regieren konnte. Zooms Rolle in der gesamten Serie ist die eines brutalen Unholds, die Verkörperung einer urzeitlichen, unmenschlichen Angst, der sich erst geschlagen geben musste, als er von den Time Wraiths in den Tod gezerrt wurde, was seinen Körper in den Black Flash verwandelte, den Todesengel, der Jagd auf Speedster macht, die die Gesetze der Zeit brechen. Auf dem 4. Platz steht kein geringerer als Eobard Towne, auch bekannt als Reverse Flash oder Professor Zoom, der Erzfeind und die größte Schurkin-Ikone der gesamten Serie. Was seine Herkunft betrifft, so ist Towne ein genialer Wissenschaftler aus dem 25. Jahrhundert, der The Flash einst so sehr idolisiert hat, dass er den Laborunfall wahnsinnig reproduzierte, um dessen Kräfte zu erlangen. Doch Selbstsucht und ein grausames Schicksal verwandelten diese Liebe in unendlichen Hass, als er erkannte, dass er dazu geboren wurde, der Feind seines Idols zu sein. Seine Kraft entspringt der eigenen Erforschung und Erschaffung der Negative Speed Force, einer negativen Geschwindigkeitskraft, die von der Energie aus Hass, Neid und Eifersucht angetrieben wird und eine blutrote Blitzspur sowie dämonisch glühende Augen erzeugt. Die Taten des Reverse Flash sind eine Kette bösartiger Intrigen, die sich über Jahrhunderte und Zeitlinien erstrecken und in seiner Zeitreise in die Vergangenheit gipfelten, um Barry Allens Mutter zu ermorden. Danach gab er sich 15 Jahre lang als Dr. Harrison Wells aus, um The Flash persönlich heranzuziehen und zu erschaffen, mit dem Ziel, Barrys Geschwindigkeit zu nutzen, um in die Zukunft zurückzukehren. Er ist nicht nur furchterregend schnell, sondern besitzt auch eine geniale Intelligenz und die Fähigkeit, unzählige Zeitüberreste, Time Remnants, zu erschaffen, was ihm ermöglicht, kontinuierlich zu überleben und wieder auferstehen zu können, selbst nachdem er aus der Zeitlinie ausgelöscht wurde. Townes Rolle ist das größte psychologische Trauma in Barrys Leben, ein meisterhafter Zeitmanipulator, der Zeitparadoxa stets in seine schärfste Waffe verwandelt. Der 3. Platz geht an Savitar, den selbsternannten Gott der Geschwindigkeit, eine finstere Entität mit dem Aussehen eines riesigen antiken Gottes. Seine wahre Identität ist ein tragisches Zeitüberbleibsel von Barry Allen selbst aus der Zukunft, ein Klon, der erschaffen wurde, um zu kämpfen, aber danach von Team Flash im Stich gelassen wurde.
Von der Einsamkeit in den Wahnsinn getrieben, kehrt er voller Hass in die Vergangenheit zurück und reist durch die Epochen der Geschichte, um den Mythos des allerersten Flitzers des Universums zu verbreiten. Savitars Macht erreicht göttliche Ausmaße, als er seinen Körper in eine riesige, elektrisch leuchtende mechanische Rüstung hüllt, die es ihm ermöglicht, der enormen Reibung der Höchstgeschwindigkeit standzuhalten und die er telepathisch aus der Ferne steuern kann. Savitars klassische Meisterleistung in der 3. Staffel ist seine Fähigkeit, sich anfangs so schnell zu bewegen, dass das bloße Auge von Barry und dem gesamten Team Flash ihn überhaupt nicht sehen kann. Sie nehmen nur einen weißen Lichtblitz wahr, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und Barry wie ein erbärmliches Spielzeug quält. Er überwältigt jeden Speedster auf der Erde vollständig, blockt jeden physischen Angriff ab, manipuliert Caitlin Snows Psyche, um sie in Killer Frost zu verwandeln, und verbreitet ultimativen Terror, indem er Iris Wests Tod auf der unveränderlichen Zeitachse festlegt. Savitars Rolle ist die eines tiefgründigen, philosophischen Schurken, die Verkörperung des dunkelsten, hasserfülltesten und egoistischsten Teils eines Helden, der in die Enge des Verrats und des Vergessens getrieben wurde. Auf dem 2. Platz befinden sich die zukünftigen Versionen von Barry Allen selbst. Genauer gesagt die zukünftigen Zeitlinien der Jahre 2024 und 2031. Was ihren Ursprung betrifft, so handelt es sich hierbei schlichtweg um die Manifestationen des Helden von Central City, nachdem er jahrzehntelang erbitterte Kämpfe bestritten, unaufhörlich das Fallen seiner Kameraden miterlebt und die äußerste Brutalität der Kriege zur Verteidigung des Multiversums am eigenen Leib erfahren musste. Die Macht dieser zukünftigen Versionen hat nach jahrelangem Schliff eine absolute, vollkommene Reife erreicht, sowohl in physischer Hinsicht als auch in Bezug auf die kinetische Energie und das quantentaktische Denken. Sie besitzen eine rohe Geschwindigkeit, die der des aktuellen Barry völlig überlegen ist, und sind in der Lage, Zeitbahnen auf die Millisekunde genau zu berechnen, ohne die Erschaffung eines Paradoxons oder die Jagd durch Zeitgeister fürchten zu müssen. Zu ihren Meisterleistungen gehört es, eigenhändig Superanzüge entworfen und gebaut zu haben, die mit Zukunftstechnologie integriert sind, um die in jeder Körperzelle verborgene Speedforce optimal zu nutzen, zu stabilisieren und maximal freizusetzen. Dies ermöglicht ihnen überragende Fähigkeiten, wie das Erschaffen einer Vielzahl stabiler Geschwindigkeitsklone ohne allzu großen Kraftaufwand. Die Rolle der zukünftigen Barrys in der Serie gleicht einer düsteren Warnung, einem Spiegelbild, das die absolute Macht, aber auch die tiefe Verletzlichkeit und Einsamkeit einer Ikone der Gerechtigkeit zeigt, die auf dem Höhepunkt der Geschwindigkeitsmacht steht, jedoch jeden emotionalen Halt verloren hat. Der unumstrittene König der Geschwindigkeit und der absolute Champion auf dieser gesamten Liste ist zweifellos niemand anderes als Barry Allen von Erde 1 in seiner Prime-Phase aus der 9. Staffel. Was seine Herkunft betrifft, so handelt es sich hierbei um die Originalversion, die wir fast ein Jahrzehnt lang begleitet haben, von einem ungeschickten forensischen Ermittler, der vom schicksalhaften Blitz getroffen wurde, bis hin zu einer Ikone, die trotz unzähliger schmerzhafter Verluste zum größten Symbol des gesamten Arrowverse aufstieg. Barrys Macht in der finalen Staffel sprengte alle konventionellen physikalischen Grenzen, als er das ultimative Stadium erreichte. Er verschmolz vollständig mit der positiven Speedforce, wurde zur lebenden Verkörperung dieser Entität und bändigte sowie meisterte gleichzeitig die Negative Speed Force. Diese einzigartige Kampfkunst erlaubte es ihm, Energien freizusetzen, die es in der Geschichte der Superhelden noch nie gegeben hat. Dies zeigte sich in seiner Fähigkeit, sich ohne Anlauf augenblicklich zu teleportieren, reine Energieblitze in jeglichen Farben nach seinem Willen zu erzeugen
und die Realität auf Quantenebene zu manipulieren. Die glorreichste Tat von Barry Allen in seiner Prime-Phase war es, im Alleingang die Allianz der mächtigsten Speedster-Schurken der Geschichte, darunter Reverse Flash, Zoom, Savita und Godspeed, zu besiegen, als diese im finalen Kampf gleichzeitig wiederbelebt wurden, um die Welt auszulöschen. Er war nicht länger durch Zeitparadoxa bezwingbar, sondern bestimmte, erschuf und korrigierte den Lauf der Geschichte auf perfekte Weise selbst. Barry Allens Rolle in der 9. Staffel beschränkte sich nicht mehr nur auf den Schutz einer Stadt. Er verwandelte sich in eine höchste kosmische Entität, die die eigentliche Quelle ist, die die Speed Force für das gesamte parallele Multiversum erzeugt und aufrechterhält. Mit einem unerschütterlichen Willen und dem gütigen Herzen eines Menschen ist er die ultimative Flash-Existenz, der wahre Gott der Geschwindigkeit auf dem einsamen Gipfel, den kein anderer Speedster in der Geschichte jemals erreichen kann. Damit haben wir alle 10 Versionen von The Flash sowie die mächtigsten Speedster, die jemals in der legendären CW-Serie aufgetaucht sind, gemeinsam unter die Lupe genommen und gerankt. Jede einzelne Version, ob auf der Seite des Guten oder des Bösen, ob als humorvoller Nerd von Erde 2 oder als der wahnsinnige Gott Savitar in seiner leuchtenden mechanischen Rüstung, sie alle haben unauslöschliche, den Raum zerreißende Geschwindigkeitsspuren in den Herzen der treuen DC-Fans hinterlassen. Was haltet ihr von der heutigen Rangliste dieses Rennens? Haben Angst und Schrecken verbreitende Schurken wie Zoom oder der hinterlistige Reverse Flash es verdient, noch weiter oben zu stehen? Und hat euch der ultimative Spitzenplatz von Barry Allen in seiner Prime-Phase der finalen Staffel überzeugt? Lasst eure Meinungen, Diskussionen und eure eigenen Ranglisten direkt unten in den Kommentaren da, damit wir gemeinsam darüber philosophieren und noch tiefer in die Materie eintauchen können. Vergesst auch nicht, mir ein Like und ein Abo dazulassen, sowie die Glocke zu aktivieren, um weiterhin mit der Weltraumstation Ngin Phim Vien Tuong, Sci-Fi Filmsüchtige, am Ball zu bleiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal auf den feurigen Rennbahnen. Die Zeit.